Heute bei den Lately News: hat einer Studie nach mehr als jedes dritte Grundschulkind Probleme damit, eine gut lesbare und flüssige Handschrift zu erlernen. An den weiterführenden Schulen soll sogar fast jedes zweite Kind betroffen sein. Zugute kommt all den Kindern, die eine schlechte Handschrift haben, dass davon 80% angaben, später einmal Arzt werden zu wollen, wo es nun einfach auf eine schlecht lesbare Handschrift ankommt. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus unzähligen Fake News, die alle hier ihren Ursprung hatten. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, die RTL 2 Nachrichten auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus Berlin. Für viele Menschen ist Yoga machen eine der besten Möglichkeiten, seinem unausgeglichen Yin ein sanftes Yang entgegenzusetzen. Sei es durch plätschernde Brunnen im Arbeitszimmer oder einem sanften Glockenspiel zum Einschlafen. Oder durch morgendliche Yoga-Übungen den Tag willkommen zu heißen. Ich zum Beispiel mache gerade die Figur des entspannten News-Anchor unter dem Tisch. Oder durch Atemübungen den Tag schneller hinter sich zu lassen, als es dauert, ein Glas Whisky bis zum Rand zu füllen und auszutrinken. Dass man aber auch mit dem genauen Gegenteil entspannen kann, hat ein Berliner Startup als Milliardenbusiness erkannt. Daher bietet dieses Startup nun interessierten Menschen Kurse an, bei denen man keine Yoga-Übung im klassischen Sinne machen kann, sondern sich unter anderem 30 Minuten am Stück gegenseitig anbrüllen kann. Und zur Unterstützung dieses sogenannten Wut-Yogas kommt aus den Lautsprechern entspannende Death-Metal-Musik. Viele Berliner sind von der Idee begeistert, brauchen dafür aber nicht einmal Geld ausgeben, weil man dieses Wut-Yoga kostenlos jeden Tag auf den Straßen Berlins erleben kann. Und das sogar mit einer breiteren Musikauswahl zum Ausrasten. Währenddessen in Stade. Immer wieder liest man in den Nachrichten bei den Breitarsch-News, dass die Stimmung unter Autofahrern ruppiger wird. War früher Autofahren noch ein Gentleman-Sport, bei dem man sich um die Wette vorgelassen hat, so ist heute die Straße fast schon so gefährlich wie bei Mad Max mit einem vollen Benzintank herumzufahren, wo vorne ein Typ die E-Gitarre spielt. Eigentlich schade, dass Shell so sein Benzin heute nicht mehr transportiert. Allerdings konnte man in Stade erleben, wie ein Streit zwischen Autofahrern ganz schnell ausarten kann. Dabei fing alles mehr oder weniger harmlos an, als ein Fahrer nicht sofort losfuhr, nachdem seine Ampel auf grün schaltete. Deswegen hupte der Autofahrer hinter ihm einmal. Aber anstatt nun loszufahren, legte der Mann den Rückwärtsgang ein und rammte so mehrfach das Auto hinter ihm. Und damit nicht genug, denn dann stieg der Mann aus und holte, ungelogen, aus seinem Kofferraum eine Kettensäge und warf einen Molotow-Cocktail auf das andere Auto. Der Fahrer überlebte dies. Wie? Weil er der Fahrer war. Haben wir auch ein Bild vom Typen mit der Kettensäge? Okay, das erklärt natürlich einiges. Derweil in Boston. Für eine gute Pizza würden viele notfalls durch die Wüste latschen. Denn eine gute Pizza ist mehr wert als die, wie wir Tetzlaffs dazu sagen würde, vollgepisste Wolldecke aus der Tiefkühltruhe. Dementsprechend haben gute Pizzabäcker einen tadellosen Ruf auch in Amerika. Dass aber Pizzabäcker neben dem Pizzabacken noch Räuber abwehren können, war bisher neu. Nun passierte genau dies abends in einer Pizzeria in Boston. Dort drangen zwei bewaffnete Männer kurz vor dem Ladenschluss in eine Pizzeria ein und bedrohten den Pizzabäcker, damit er ihnen das Geld aus der Kasse geben soll. Nur tat dieser genau das nicht, sondern schrie die bewaffneten Männer nun selber an und griff sich den Wischmopp, mit dem man eigentlich gerade den Boden der Pizzeria wischen wollte, und bedrohte sie damit. Die Räuber waren vollkommen perplex und legten sofort ihre Waffen auf den Tresen. Als sie dem Pizzabäcker dann auch noch anboten, ihm nun all ihr Geld zu geben,
lehnte er das natürlich ab. Denn in der Küche waren noch 500 Teller, die nur darauf warteten, von den Räubern abgewaschen zu werden. Noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Akrützel-Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Akrützel-Magazin nur vollgestopft ist mit Akrützel. Oft werde ich gefragt, wie ich es immer schaffe, Magazine zu finden, deren Namen entweder zweideutig sind oder einfach nur vollkommen akrützeln. Deshalb möchte ich heute einmal den Vorhang dieses Segmentes lüften und die eine oder andere Akrützel erzählen. Ja, ich kaufe wirklich die meisten der Magazine vom Kiosk um die Ecke. Auch schon lange, sehr, sehr lange vor den News. Außerdem gehört der Kiosk dem Bruder meiner Mutter, das macht ihn quasi schon fast zur Familie. Zudem klaue ich ihm immer Zigaretten, aber auch nur, weil er mir seit Jahren Aschenbecher zum Geburtstag schenkt. Und ja, ich habe schon in mehreren Einkaufsläden der Ketten Rewe, Edeka, Nahkauf, Spätkauf, Aldi Nord, Süd, Ost und West, Lidl Netto, Rossmann DM, dem Beate Use Shop und Ikea Hausverbot. Aber nicht wegen Ladendiebstahls, sondern weil ich mehrfach versucht habe, mit Akrützel zu bezahlen. Was aber niemand als Zahlungsmittel anerkannt hat. In dieser und der nächsten Welt. Deshalb sei gewarnt, Akrützel-Magazin, die dunkelgelbe Lately Fake News Karte an dich und du stehst ab sofort unter Beobachtung eines Logopäden deiner Wahls. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.